Ich hab's theoretisch gewusst und ich hab's auch erklärt. Und im Rennen habe ich's trotzdem nicht umgesetzt. 2 Minuten abschleppen, 9 Minuten Reparatur. Das sind 11 Minuten Zeitverlust und du stehst an der Box, kannst nichts machen und das Rennen läuft ohne dich weiter. Ich zeig dir, wo's passiert und warum's selbst dann passiert, wenn du's eigentlich besser weißt. Das Quali haben wir geopfert. Das Stint-Training war uns einfach wichtiger als die Startposition in der kurzen Zeit. Ja, wir sind eigentlich zu dritt gestartet. Und dann, ja, kurzfristig kommt der Flo dazu. Er hat einen Tag Vorbereitung und den BMW gerade frisch fürs Event gekauft. Ja, das ist so ein Moment, wo das Team kurz schluckt und dir dann denkst, okay gut, das machen wir jetzt so. Wir starten in der Morgendämmerung. Die Strecke ist noch kalt. Walter startet das Rennen. Die Reifen sind noch eiskalt, es ist finster, es gibt eine ultra kurze Einführungsrunde auf Bathurst und damit haben wir 0 Spielraum. Kurve 1, es staut sich. Walter geht außen an 2 Autos vorbei. Ja, aber das war so nicht geplant, das ist echt hohes Risiko. Er hat einfach nach Platz gesucht und hat den Außen gefunden. Und am Ende, ohne Kontakt durch diese Situation, da waren wir und auch er selbst überrascht. Außen hätte nicht fahren sollen. Ja, und dann ist der erste Stint natürlich der wildeste. Und Bathurst bringt das, was es immer bringt. Staub, Dreher und Totalschäden. Ja, und der Walter, der entscheidet jedes Mal richtig, nämlich Sicherheit vor dem Ego. Nur so kommt man durch ein Endurance-Rennen. Dann kommt Flo ans Steuer. Einen Tag Vorbereitung und du siehst richtig, wie er Runde für Runde Vertrauen gewinnt. Am Ende fährt er sogar die Pace der Top 10 mit, also wirklich stark. Stint 5. Ich bin am Steuer. Runde 129. Wir liegen auf Platz 11. Vor Skyline fliegt einer über den Curb in den Kies, aber mit vollem Karacho. Und ich bin komplett im Fokustunnel. Mein Kopf macht diese eine Annahme. Der kommt nicht mehr zurück. Der bleibt im Kies. Und dann kommt er zurück auf die Strecke. Ich gehe vom Gas, ich gehe auf die Bremse, aber nicht mit der Entschlossenheit, weil mein Kopf einfach schon weiter ist. Ausgewichen in die Wand. Und dann kommen die Momente, die sich komplett unterschiedlich anfühlen. Erst die Panik. Was mache ich in der Situation? Kann ich weiterfahren? Soll ich resetten? Dann das Resetten. 2 Minuten Wartezeit bis an die Box zurück. In dem Moment schaust du dir an, was da überhaupt passiert ist. Und ich konnte es immer noch nicht fassen. Du sitzt also da, schaust, kannst aber nichts machen. Dann zurück ins Auto, 9 Minuten Reparatur. Das sind 9 Minuten, wo du nur zuschaust, wie dein Rennen weiterläuft, aber ohne dich. Ja, in der Situation tickt die innere Uhr dann ganz anders als die Realität. Ich bleibe im Auto und wir kommen auf P21 zurück auf die Strecke. 10 Positionen verloren wegen einer Situation. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Wir waren wirklich da. Und mit einer Annahme war es damit vorbei. Also, wie hättest du reagiert? Wärst du voll in die Eisen gegangen oder hättest du auch gedacht, das Auto kommt nicht mehr zurück auf die Strecke? Vom Sehen zum Reagieren hatte ich nur ein paar Sekunden Zeit. Und hier stehe ich da und denke mir, super. Ich erklär's und ich mach's selber nicht. Und das Gemeine ist, ich werde später noch einmal getestet. Gut, Boxengasse. Und du hast ab jetzt 2 Optionen. Wieder den Held spielen oder erwachsen fahren. Ab da war klar, keine optimistischen Annahmen mehr, sondern klare Entscheidungen. Also ab jetzt neues Rennen, P21, macht nix und los. Runde 137. Ich bin zurück auf der Strecke, immer noch auf Platz 21. Hinter mir der Koreaner Tae-Hoon Lee im Porsche. Er hat genau 10 Runden mehr Energie im Reifen als ich. Das heißt, sein Auto funktioniert gerade optimal. Es geht also um Position 21 und er will diese Position. Er greift zur Schikane an, will innen rein. Ich bleibe aber auf der Mitte der Strecke, damit sein Winkel dann enger ist als meiner. Ich mache kurz davor die Kurve auf, er überschießt die Kurve und ich kann mit einem klassischen Switchback-Manöver innen wieder vorbeischießen. In der Kurve 2 probiere das nochmal außen, ich bleibe aber innen sicher am Banking und er verliert die Zeit, holt aber relativ schnell wieder auf. Ja, durch seinen Vorsprung an Runden ist der Reifen einfach besser im Fenster und er hat viel weniger Sprit. In der 8. Runde meines Stints lasse ich ihn dann also einfach auf der Geraden ziehen. Das Risiko ist es mir jetzt einfach nicht wert und du musst auch den Ping beachten.
Amerikanische Server, Koreaner und ich aus Europa. Das ist jetzt kein Kampf, den wir gewinnen müssen. Wir sind trotz Unfall auf der besseren Strategie unterwegs und deshalb rechnerisch sowieso vor ihm. Das war eine sichere Entscheidung für das Rennen. Ja, und währenddessen ich noch sauer auf mich selbst bin, läuft das Rennen weiter. Tom fährt das Rennen richtig erwachsen. Keine Hektik, keine unnötigen Kämpfe und die schnelleren, die lässt er einfach durch. Walter steigt ein. Sein letzter Stint ist gleichzeitig der heißeste des Tages. 37 Grad Streckentemperatur. Er fährt brutal schnell und ultra sicher. Er ist einfach die Referenz in diesem Rennen. Und als die Temperaturen dann fallen, geht Tom richtig der Knopf auf. Das Auto lebt richtig und das merkt man. Das sind dann so die Momente, wo du dich wirklich für deinen Kollegen freust. Auch wenn du innerlich immer noch extrem sauer auf dich selbst bist. Ja, und so arbeiten wir uns zurück. Nicht durch Heldentaten, sondern weil die anderen die Fehler machen und wir eben nicht. Nach Stint 8 stehen wir auf P16. Ja, und dann passiert der nächste Fehler. Vor mir P13. Sami Bouri im Porsche. In Runde 272. Er ist 2 Runden vor mir, aber überraschend langsam. Der Lever ist sau schier. Ich lifte schon sehr früh zum Spritspann und er ist trotzdem langsamer als erwartet. Er macht einen Fehler und rutscht raus über die Vorderachse und ich sehe eine Lücke und ich nehme sie. Und ja, sie war nie wirklich da. Ich bin fast vorbei, er lenkt immer noch ein, Kontakt, Dreher und ich stehe verkehrt am Berg. Ob das Absicht war oder nicht, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Das schauen wir uns im nächsten Video im Detail an, mit Daten. 7 Autos gehen vorbei, währenddessen ich voll unter Stress rangiere. Also diese Situation wünsche ich wirklich niemandem. Normal ist es zu... Was kurz, einer kommt noch. The car in front is pitting. Noch den Kastrat, jetzt Kastrat, das ist 8 Sekunden. 7. Ja, es kommt. Er ist schon in der Kurve. Oh, ich glaube, du kannst zurücksetzen. Jetzt Wir geht's. drehen das Jetzt Auto geht's. sicher um, haben keinen Schaden, uns kostet das auch nur knapp 1 Minute. Wir bleiben also auf P15. Ja, und da merkst du's, das ist keine Frage der Pace, das ist ein reines Kopfthema. 2-mal im selben Rennen. Dasselbe Muster. Und ich frage mich an der Stelle, bin ich eigentlich mein größter Gegner? Zweiter Teil des Doppelstints. Ich bin richtig im Rhythmus. Sogar einer der schnellsten auf der Strecke, trotz 30-Runden-Stints mit ordentlich Spritsparen. Plötzlich laufe ich auf die kämpfenden P3 und P4 auf. Der Spanier Rubén Rocco Navarro im Porsche auf P3 und der Japaner Keito Yabuuchi auf P4 im Aston Martin. Ich bin knapp 1 Sekunde schneller pro Runde als die beiden. Und hinter mir Henning Augustin, ein bekannter GT3-Fahrer und in dieser Phase auf der gleichen Pace wie ich. Ja, die Situation ist jetzt richtig bitter, weil da, wo die beiden sind, wollten wir ursprünglich hin. Und ich könnte jetzt einfach reinstechen, weil ich bin ja schneller. Aber da mische ich mich nicht ein. Ich bleibe hinter ihnen, warte und nutze die Situation zum Spritsparen. Und der Henning, der denkt sich genau das Gleiche. Runde 309. Der Spanier im Porsche geht an die Box. Yabuuchi geht in Kurve 1 weit am Exit. Ich habe einen deutlich besseren Exit und kann dadurch zur Kurve 2 aufholen. Er lässt mich nicht einfach vorbei, aber ich bin innen und habe einen klaren Vorteil durch das Banking. Im Rückspiegel sehe ich Henning überholen. Er will die Situation nutzen, aber Yabuuchi lenkt voll in ihn rein. Es ist zwar kein großer Crash, aber beide verlieren Zeit und haben Schaden. Und ich fahre weiter. Was war der Unterschied zur Situation vor Skyline? Es war kein Ich glaube, sondern es war wirklich eine bewusste Entscheidung, das zu machen. Keine Annahme und kein Was wäre wenn. Ja, und am Ende landen wir auf P15 von 50 mit 11 Minuten Verlust durch meine Fehleinschätzung. Das ist richtig gut. Und es tut trotzdem richtig weh. Walter war brutal schnell und ultra sicher. Wie immer die Referenz. Flo nur einen Tag Vorbereitung und am Ende Pace der Top 10. Eigentlich frech. Tom ist intelligent gefahren. Er hat die Schnelleren vorbeigelassen und am Ende bei kühlen Temperaturen ist er nochmal so richtig aufgeblüht. Und ich hatte die Pace, aber 2 Fehlentscheidungen haben uns richtig wehgetan. Ich kann es analysieren, ich kann es auch erklären, aber am Ende musst du es im Stress, im Fokus auf der Strecke auch wirklich umsetzen können. Da habe ich einfach missgebaut. Punkt. Ja, im nächsten Video zerlegen wir den Unfall bei Skyline und mit dem Porsche komplett sauber. Und wir versuchen wirklich ein System zu bauen, wie man solche Entscheidungen im Rennen sauber treffen kann. Aus Fehlern lernt man und ich hoffe, du auch aus meinen.